Mein Name ist Funda Celik und ich bin Mutter von 2 Söhnen. Ich liebe unsere türkische Kultur. Ich liebe das Warme der Menschen, ihre Herzlichkeit, die türkische Musik. Ich liebe das Lockere und Ungezwungene und ich liebe vor allem die türkische Küche. Was ich aber überhaupt nicht gut finde, ist, dass die Jungen beschnitten werden. Die gängige Meinung ist, werden Jungen und Männer an ihrer Vorhaut beschnitten, bringen das viele Vorteile mit sich. Beschneidung sei sinnvoll und gesund. Doch ist das wirklich so? Nachdem meine Söhne geboren wurden, begann ich mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, durchforstete das Internet und las Bücher und sprach mit Betroffenen. Das Thema ließ mich nicht los. Ich stellte mit Erstaunen und Erschrecken fest, meine Vorstellung von Erziehung kollidiert mit dem Akt der Beschneidung. Der Vater meiner Kinder und ich sind türkischer Abstammung, beide in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich war mit meinem ersten Kind schwanger und wollte alles richtig machen. Ich will mein Kind nicht zum Gehorsam erziehen. Ich will auf seine Bedürfnisse eingehen. Ich will ihm viel Nähe und Geborgenheit geben, ihm auf Augenhöhe begegnen, mein Kind auch mal mitentscheiden lassen, wenn das möglich ist, Vertrauen aufbauen, Selbstbestimmung, Bindung und bedingungslose Liebe. Bevor ich schwanger wurde, hatte ich mir keine Gedanken über die Beschneidung gemacht. Sie war einfach selbstverständlich für mich. In meiner Kindheit und Jugend waren meine Familie und ich öfter bei den Feiern eingeladen gewesen. Es war einfach normal, weil es alle taten. Nach der Geburt meines ersten Sohnes stieß ich auf einen Artikel, der sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzte. Hier fing das Thema an, mich zu fesseln und nicht mehr loszulassen. Sollen wir unsere Söhne beschneiden lassen? Plötzlich stand diese Frage im Raum. Ich fragte mich, warum habe ich mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht? Ich möchte eine starke Beziehung zu meinem Sohn aufbauen. Ich möchte ihn schützen. Ich möchte, dass er mir vertraut, dass er zu einem verantwortungsbewussten und selbstbestimmten Menschen heranwächst. Und jetzt soll ich ihm einfach die Vorhaut abschneiden lassen. Hat mein Kind nicht das Recht, selber über seinen Körper zu bestimmen? Ja, jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Solange keine dringende medizinische Notwendigkeit besteht, wieso kann man den Betroffenen später nicht eigenverantwortlich entscheiden lassen, selber über seinen Körper? Ich betreibe einen Blog mit dem Namen ganzkindsein.de und möchte dort über das Thema aufklären, Eltern wertvolle Informationen geben, weil ich weiß, alle Eltern lieben ihre Kinder. Hätten Eltern die richtigen Informationen, würden viele von ihnen von diesem Eingriff absehen oder abwarten oder sich nach alternativen Möglichkeiten umhören. Wenn die Vorhaut abgeschnitten ist, ist das nie wieder rückgängig zu machen. Die Beschneidung hat körperliche, psychische und sexuelle Auswirkungen, die ein Leben lang bestehen können. Und das Schlimmste daran, das Kind hat sich nicht selber dafür entschieden. Es durfte nicht über seinen Körper selber bestimmen. Es muss jetzt ein Leben lang mit den Folgen leben. Dies kann einen Vertrauensbruch zu den Eltern zur Folge haben, das ein Leben lang anhalten kann. Steht es uns zu, über den Körper unserer Jungen zu entscheiden? Nein, tut es nicht. Dürfen wir unseren Jungen den Schaden, der dabei entsteht, wirklich zumuten? Nein, das dürfen wir nicht. Haben wir Eltern das Recht, die Sexualität unserer Jungen zu beeinträchtigen? Nein, haben wir nicht. Ist es nicht vielmehr unsere Pflicht als Eltern, unsere Kinder zu schützen? Ja, genau das müssen wir. Im Koran steht, dass Allahs Schöpfung perfekt ist und dass wir Menschen nicht das Recht haben, seine Schöpfung zu verändern. Von der Beschneidung steht im Koran kein Wort. Alle Eltern lieben ihre Kinder. Ich möchte Eltern anhalten, zuerst nachzudenken und sich zu informieren. Auch bei Ärzten setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass eine enge Vorhaut bei einem Jungen ganz natürlich ist und keiner Behandlung bedarf. Sehen wir das doch aus der Sicht eines Kindes. Mein Sohn fragte mich, Mama, wird das mit mir auch passieren? Ich möchte das auf keinen Fall. Und als ich ihn beruhigte und verneinte, sagte er, oh, dann haben mein Bruder und ich ja Glück gehabt. Niemand nimmt Schaden daran, wenn wir warten, bis unsere Jungen alt genug sind, um zu verstehen und selbst zu entscheiden. Hör auf deine Instinkte, lass deinen Sohn ganz Kind sein.